Und damit direkt nach Kiew zu unserem Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, also die Drohnenangriffe auf Moskau jetzt ausgerechnet auch zum Start der Verhandlungen in Saudi-Arabien. Wie reagiert man denn darauf in Russland? Ja, die Verärgerung ist natürlich riesengroß in Russland. Ich glaube, das kann man sich vorstellen. Bisher sieht es so aus, dass durch diesen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. 18 wurden wohl verletzt und es ist nicht auszuschließen, dass die Opferzahlen im Laufe des Tages weiter steigen. Besonders stark hat es getroffen den Süden Moskaus, und zwar Ramenskoje und Domodedowo. Das sind 2 Vorstädte, Satellitenstädte der russischen Hauptstadt. Ja, und das ist natürlich schon eine Sache, die besonders interessant ist im Zusammenhang jetzt mit den Friedensgesprächen in Saudi-Arabien. Da scheint es so zu sein, dass die Ukrainer noch mal demonstrieren wollten, dass sie handlungsfähig sind. Und zurzeit sind die Gefechte und auch die Angriffe, die beide Kriegsparteien starten, und die Gefechte, die laufen, fast noch intensiver, fast noch heftiger, als das vor einigen Wochen war. Also man hat den Eindruck, dass beide Kriegsparteien sich gegenseitig maximalen Schaden zufügen wollen. Vielleicht so stark es nur irgendwie geht, bevor es dann zu Friedensgesprächen oder auch zu einem Waffenstillstand kommt. Und es ist ja auch so, dass die Russen ihrerseits die Ukrainer auch laufend attackieren mit Kamikaze-Drohnen, mit ballistischen Kurzstreckenraketen, auch andauernd die ukrainische Energieinfrastruktur angreifen. Also von daher sind da beide Seiten ungefähr gleich aktiv in Bezug auf die Angriffe aus der Luft. Ja, wir haben gestern intensiv ja auch darüber gesprochen, Christoph, über die Provinz Kursk auf russischer Seite. Und da melden die Russen jetzt auch gerade noch mal, dass sie inzwischen da auch 100 Quadratkilometer zurückerobert haben. Aber wenn wir jetzt auch noch mal schauen auf die Friedensgespräche, die da nun laufen. Steffen Schwarzkopf hat das eben schon angesprochen, dass der US-Sondergesandte Witkow ja dann auch noch weiter nach Moskau reisen wird, um Wladimir Putin zu treffen. Was ist konkret davon zu erwarten? Die beiden kennen sich ja inzwischen schon. Ja, die beiden kennen sich, das ist richtig. Steve Witkow war das letzte Mal am 11. Februar in Moskau und hat da auch lange mit dem russischen Präsidenten gesprochen und auch mit einem der engsten Mitarbeiter von Putin, mit Kirill Dmitrijew. Das ist der Mann, der im Kreml für Wirtschaftsfragen zuständig ist. Und ich habe den Eindruck, dass die USA und Russland in Zukunft auch Geschäfte machen wollen miteinander, gerade im Rohstoffbereich, gerade auch in der Arktis. Und dass man nur darauf wartet, diese Geschäfte endlich beginnen zu können. Die Russen erwarten natürlich dann als Gegenleistung, dass die Sanktionen zurückgefahren werden. Aber die Geschäfte können eben erst wirklich beginnen, wenn in der Ukraine etwas vorangeht mit dem Friedensprozess. Und deswegen hat Witkow jetzt wohl den Auftrag, am 13. März Putin das vorzustellen, was er mit der Ukraine aushandeln konnte, jetzt in Saudi-Arabien. Und dann wird der Putin fragen, zu welchen Zugeständnissen der russische Präsident bereit sein könnte. Und ich denke, dass die Russen bereit sind für gewisse Zugeständnisse, gewisse Kompromisse, einfach deswegen, weil ihnen in meinen Augen auch die Kraft ausgeht, weil sie nicht das Geld haben und auch nicht die Soldaten haben, um diesen Krieg endlos lange zu führen. Und Zugeständnisse könnten wie folgt aussehen. Die Russen haben im September 2022 4 ukrainische Provinzen annektiert: Cherson, Saporoschje, Donezk und Lugansk. Und sie kontrollieren diese Provinzen nur zu einem gewissen Teil. 99% von Lugansk, 70% von Donezk, 72% von Cherson und Saporoschje. Putin hat gesagt, es kann nur Frieden geben, wenn diese Provinzen komplett erobert werden und in die russische Föderation, so wie es die Verfassung vorsieht, komplett integriert werden. Jetzt könnte Putin Folgendes machen. Er könnte darauf verzichten, diese Teile der Provinzen, die annektiert wurden, militärisch zurückzuholen, die er noch nicht erobert hat, und könnte das über ein Referendum einstielen. Er könnte die russische Bevölkerung fragen, ob sie aus humanitären Überlegungen heraus bereit wäre, darauf zu verzichten, diese Teile der Provinzen Cherson, Saporoschje, Donezk und Lugansk militärisch zurückzuholen, sondern das auf diplomatischem Weg zu versuchen, diese
Teile der Provinzen unter Kontrolle zu bringen. Und wenn das klappt mit diesem Referendum, dann wäre der Weg frei für eine gesichtswahrende Lösung für Putin. Und dann könnte der Krieg gestoppt werden zum Status quo. Das heißt zum augenblicklichen Frontverlauf. Die Russen würden dann de facto 20% des Territoriums der Ukraine kontrollieren. Und die Ukrainer müssten ihrerseits darauf verzichten, die Gebiete, die sie eigentlich zurück wollen, militärisch zurückzuholen. Und dann könnte das eine Lösung sein, die für beide Seiten gesichtswahrend ist. Wie gesagt, ich habe keine Hinweise darauf, dass genau das passieren wird. Aber das ist meine subjektive Sichtweise, meine persönliche Einschätzung. Christoph, danke dir vielmals dafür.